Heutige Thema, ein spannendes Thema, Wasser und Strom. Wir werden darüber diskutieren, ein paar Erfahrungswerte zeigen. Wasser und Strom ist nicht immer Freund miteinander. Es kann dort passieren, dass unbekannte Ströme auf diesen Leitungen zu recht grossen Problemen führen können. Im Keller hat man sehr häufig Warmwasser, Kaltwasser, eventuell Zirkulationsleitungen, man hat elektrische Leitungen, man hat aber auch Heizungsleitungen, die an der Decke im Keller fixiert sind. Die Stromleitungen, wie auf dem Bild rechts, führen oftmals aber auch an der Decke oder an der Wand, wo dann der Name oder drüber liegend Zimmer sind. In dem Bild rechts, und da sehen wir die nächste Folie bitte, ist oberhalb das Wohnzimmer. Und da hat man innerhalb von 24 Stunden eine Messung gemacht und hat mal angeschaut, was passiert eigentlich so im Tag, wie sehen die Spitzen uns der Belastung von dem Magnetfeld in dem Wohnzimmer. Und hier sieht man ganz krass, dass wir in der Nacht eigentlich relativ tiefe Werte haben, aber im Tag, wenn viel Strom gebraucht wird auf diesen Wasserleitungen, aber sehr viel Strom zirkuliert und durch das sehr hohe Spitzen haben. Jeder Strom, der in der Nähe von Wasser fließt, hat automatisch einen Einfluss auf Wasser. Und auch jedes Magnetfeld hat automatisch einen Einfluss auf Wasser. Und jedes elektrische Feld auch, wenn wir dort das alles wollen. Aber der Grund ist die Struktur vom Wassermolekül. Hier das erste Experiment zur Vorlesung Einführung in den Elektromagnetismus. Ein Wasserstrahl in der Küche wird beobachtet und ein Plastikstab an diesen Wasserstrahl gehalten. Nach dem Reiben des Stabes mit einem Ledertuch ist zu beobachten, dass es zu einer Ablenkung kommt des Wasserstrahls. Die Sanitärinstallateure und die Elektriker, die sind in diesen Fragen aus meiner Sicht zu wenig informiert. Manchmal tun die Wasserleitungen und Elektroleitungen in den gleichen Kabelkanal verlegen oder ganz nah nebeneinander verlegen. Wenn eben der vagabundierende Ströme auf dem Wasser sind, dann trinken, jetzt gerade in den Geflügelställen, die Hühner, die trinken nachher zu wenig. Die sind sensibel auf das. Und wenn die Hühner nicht Wasser trinken, dann fressen sie nicht. Anfänglich ist ja in dem Umgang mit der Herde alles tiptop gelaufen. Und plötzlich im Oktober 2018 ist ein Phänomen eingetreten. Hier sieht man das in der Kurve, die ganz rapide geht, wo über 20%, so wie man ist, Produktion ja, oder nur mehr von der Produktion weggefallen ist. Was kannst du uns darüber erzählen? Ja, genau, in der 42. Alterswoche von der Leghenne, genau am 23. Oktober 2018, haben wir festgestellt, dass die Hühner nicht mehr richtig fressen und saufen. Und hier hat man gesehen nachher mit den Messungen, dass der Strom tatsächlich vom anderen Ort plötzlich in das Gebäude, in die Stallung kommt und auf die Leitungen kommt. Dann haben wir, oder habt ihr, du und dein Sohn, ziemlich Arbeit gehabt. Wir haben nachher was gemacht. Also du hast so eine spezielle Strahlenschutzfolie mitgebracht. Die haben wir dann in sämtliche Kunststoffleitungen oder Wasserleitungen mit dem abgeklebt. Dann haben wir eben noch beim Aqua 4D eine separate Erde gezogen. Und es war immer gleich. Nach 2 Stunden haben die Hühner immer gesoffen. Und jetzt, 3 Jahre später, Es läuft gut. läuft gut. Nie mehr ein Problem gehabt. Nie mehr ein Problem.